Guten Morgen. Morgen. Kaffee, gleich Müsli, abbauen, tragen und danach hoffentlich paddeln. Es schaut so aus, als wäre es 1 bis 2 Umtragungsstellen erstmal noch. Ne? Mhm. Und dann kommt hoffentlich eine Strecke, die sich länger paddeln lässt. Dann kommt auf jeden Fall auch nochmal ein größerer See. Mhm. Den werden wir definitiv nicht umtragen müssen. Und dann hoffen wir, dass wir heute auf jeden Fall besser vorankommen als gestern, denn da haben wir wirklich nicht viel Strecke geschafft. Das ganze Tragen, das kostet unfassbar viel Zeit. Das Treideln, das immer wieder angucken. Ja. Deswegen. Und damit haben wir ja gerechnet. Das stimmt, damit haben wir auf dem ersten Teil gerechnet. Das war einkalkuliert, aber wir rechnen auch damit, dass es irgendwann besser wird. Auch das ist einkalkuliert. Und das wissen wir natürlich aber auch erst sicher, wenn es dann soweit ist. Mhm. Lager ist abgebaut, erste Fuhre Equipment schon weitergetragen. Die Stromschnelle, die ich euch gestern von der Brücke aus gezeigt habe, die muss noch umtragen werden und es ist warm. Ja. Sehr, sehr warm. Das kommt direkt am Anschluss nach der Brücke, also es hängt zusammen. Das wäre auch auf jeden Fall nicht fahrbar gewesen. Alles voller Felsen hier, total steil, das kann man vergessen. Das ist der kleine See, wo wir eben das Gepäck abgelegt haben und irgendwo da hinten kommt dann die nächste, die wir uns erst angucken müssen. Der Grund, warum ich immer lieber Neopren trage, wann irgendwie möglich, als die Trockenkleidung. Da drin wird einem zwar fast genauso warm wie in der Trockenkleidung, also wir sterben gerade einen qualvollen Hitzetod, aber man kann einfach mal kurz, egal ob das Wasser eiskalt so wie jetzt ist oder eiskalt so wie jetzt ist, ins Wasser gehen und sich eine Abkühlung verschaffen. Boah, trotzdem immer schön langsam. Das ist auf jeden Fall noch kälter als da, wo wir vorher waren, und da war es schon sehr kalt. Oh Gott, das ist gut. Also wenn ich von da spreche, wo wir vorher waren, ich glaube, ich habe es noch nicht gesagt, ne? Wir haben hier vorne eine Packraft-Tour gemacht. 4 Tage ist das Video plus 5 Tage mit Wanderung. War auch schon sehr abenteuerlich, sehr wild. Das Video verlinken wir euch jetzt auf jeden Fall mal. Das werden wir auch vorher hochgeladen haben. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, Erste Mal im Schwimmen. guckt es euch auf jeden Fall an. Ist auch echt eine spannende Tour gewesen, definitiv. Tschüss, schwimmt mal vor. Ja, schwimm mal in die Strömung.
Befragung ist geschafft. Sehr eng, aber gerade, wenn man gerade bleibt, könnte es klappen. Das ist das Ende. Da kommt erstmal lange nichts, hier können wir schön weiter paddeln. Wir mussten nicht weiter umtragen. Christine hat schon mal gespäht. Es sieht so aus, als können wir es fahren. Boot ist wieder beladen. Es ist auch alles wieder richtig festgezurrt, dass nichts abhanden kommt, falls wir kentern. Und vor allen Dingen, dass der Schwerpunkt auch schön tief im Boot ist. Also schweres nach unten, leichtes nach oben. Und dann würde ich sagen, wassern wir ein. Jawohl. Und jetzt gleich links, rechts stoppen, Entschuldigung. So, perfekt. Uiuiui. Ja! Das hat Spaß gemacht. Yeah. Geile. Das war cool. Boah, guck mal, da hinten ist ein Berg. Ich höre es auf jeden Fall schon, ne? Ja, man hört es schon. Bäume, Bäume. Wegen der vielen Baumhindernisse auf jeden Fall nicht fahrbar. Brauche ich mir auch nicht weiter angucken. Aber es sieht so aus, als könnte man da drüben auf diesem Nebenarm das ganz gut durchziehen, das Boot. Deswegen würde ich mal sagen, versuchen wir es mit Kreide. Felsen. Ja. Fängt sehr gut an. Ich dachte, wir fahren das. Und 1, 2, 3. Gut. Steig vor uns. Ja. Sehr gut. Da kommen wir her. Da sieht man noch einen Berg mit Schnee. Und das ist der große See. Sieht auf jeden Fall schön aus. Hinten noch der höhere Berg. Ich könnte mir vorstellen, dass hier sicherlich auch den einen oder anderen schönen Platz gibt. Ha? Ja, bestimmt. Und eigentlich wollten wir da heute noch drüber über das Ding. Und ich vermute, wir müssen auch ziemlich geradeaus raus, ne? Genau, einmal über die komplette Länge drüber bis zum Ende müssen wir. Okay. Kleiner 500 Kalorien Snack vor der Überfahrt.
von dem See haben wir geschafft. Da hinten müssen wir gleich weiter. Und von da hinten kommen wir her. Wir sind jetzt hier am Ende des großen Sees angelangt. Da hinten ist eine etwas größere Brücke, da müssen wir gleich drunter durch. Da müssen wir vorher nochmal anhalten, weil da ist auch ein Wildwasser eingezeichnet. Hier haben wir jetzt angelegt. Christine macht gerade noch das Boot fest. Da ist schon der Weg, der zu der Brücke gehört. Also hier ist auf jeden Fall eine schwere Stelle, weil da vorne ist ein Felsen. Wegen dem müsste man erst nach rechts rüber. Und dann kommt man hier lang. Und dann kommt aber das Ding. Und dann müsste man schon wieder nach links auf dem kurzen Stück. Nach dem Hindernis, was ich da beschrieben habe, wird es hier eine Weile ganz gut gehen. Hier bleibt der Strom auf jeden Fall gerade. Aber hier würde man auf den Baum und dann auf die Felsen gespült werden. Und man hat hier aber nur ein ganz kurzes Stück, um darüber zu kommen. Das ist nicht machbar. Und es geht noch lange so weiter. Also wenn wirklich ganz am Ende, da wird es ruhiger. Das heißt, alles was jetzt hier noch kommt, können wir auf jeden Fall fahren. Ja. Das heißt, man könnte entweder bis hierhin tragen und dann versucht man zu fahren oder so eine Mischung aus Fahren und Treideln wird es wahrscheinlich werden. Das heißt, ich bleib sitzen und du ziehst. Find Ja, ich gut. so ungefähr, genau. Entscheidung ist gefallen. Ihr könnt es euch denken. Den ersten Teil umtragen wir. Es wäre zwar eine lange Strecke wahrscheinlich noch fahrbar, aber die erste Herausforderung ist schon mal, dass es eben so eine lange Strecke ist. Aber spätestens dann diese Stelle mit dem Baum und dem Felsen dahinter, das ist aus unserer Sicht nicht machbar. Da wird man nämlich genau auf den Baum drauf getrieben und da kommt man auch nicht mehr vorbei und die Strömung ist zu stark da an der Stelle, das ist zu gefährlich. Dem kamen wir schon wieder entgegen. Ich habe die andere Tasche noch abgenommen. Hier mit dem Weg ist schon praktisch für die Umtragung. Das war klar. Ja, ja. Dann will ich jetzt wieder reinspringen, ja? Ja. Oh Mann. Sehe ich. Okay. Vorsicht rein! Ja, sehe ich. Mach rein! Sehr gut.
das hat auch gut funktioniert, ja? Ja. Ein paar wenige Steine, an denen wir hängen geblieben sind. Na, mit genug Schwung geht's dann, ja. Genau, aber wir haben auch die Linie gut gehalten. Da hinten wird's lauter. Möglichst langsam. Ja. Wow. Oh, nein! Nein! Fast! Fast hat man es geschafft. Ja. Ja. Wir sind gelandet hier in der Kurve. Machen Sie uns schon mal an Land. Das Boot lassen wir hier liegen. Und irgendwo da vorne hat die Christine eine Stelle entdeckt. Da tragen wir jetzt noch die Sachen hin und bauen auf. Eigentlich ist gar keine Zeit dafür, wie meistens. Aber hier sind echt ein paar schöne Plätze. Deswegen werde ich ein paar Versuche wagen. So, gute Nacht. Auch in dieser Umgebung hier werden wir kein Feuer machen. Die einzigen Stellen, an denen man hier sicher Feuer machen könnte, wären große Felsen. Und auf großen Felsen macht man kein Feuer, denn die können durch das Feuer dann bersten. Um vielleicht mal gerade ein kleines bisschen Licht ins Dunkle zu bringen, warum wir hier so ganz besonders vorsichtig sind. In Norwegen ist es verhältnismäßig strikt, wenn man es mal mit Schweden vergleicht, was das Feuermachen angeht. In den wärmeren Monaten darf man nur dann Feuer machen, wenn wirklich keinerlei Risiko besteht, dass man damit einen Waldbrand auslöst. Also im Wald tendenziell eher nicht. Es sei denn, um mal ein paar Beispiele zu nennen, zum Beispiel im Sand. Ja, wenn jetzt irgendwo ein kleiner Sandstrand wäre, wenn man da ein Feuer macht, das wäre natürlich kein Problem. Sagen wir, wenn das alles Erde wäre und keine Wurzeln drin sind und man dann ordentlich Steine drum schichtet, auch das müsste theoretisch in Ordnung sein. So haben wir es jetzt zumindest ein paar Mal gelesen. Aber wie bei allem geht, immer im Zweifel sein lassen. Und hier besteht nicht mal ein Zweifel. Also es ist alles sehr trocken, sehr viele Sträucher. In der Gegend macht man kein Feuer. Und auch den Hoboofen würde ich hier nicht benutzen. Denn hier besteht immer noch die Gefahr des Funkenflugs. Und auch das darf man nicht unterschätzen. Deswegen verzichten wir auch heute nochmal aufs Feuer. Ist ein bisschen schade, wir freuen uns eigentlich schon die ganze Zeit drauf. Ja, vor allem, weil es immer so spät wird und dann wird es auch kalt. Genau, ein Feuer würde auch noch wärmen. Ja. Selbst der Hobo wäre schon ganz angenehm. Aber wie gesagt, heute nochmal der Gaskocher. Jawohl. Es gibt Käsespätzle. Mit Zwiebeln und jede Menge Knoblauch. Ja, so wie es sich gehört. Jo. Jetzt 17, wenn der Henkel nicht mehr hält. Während die Spätzle kochen, wird hier Knoblauch geschnitten. Jede Menge Knoblauch. Willst du die Hälfte mit anbraten und die andere Hälfte zum Schluss frisch rein? Ja. Die Spätzle sind fertig, deswegen kommen die runter und eine Pfanne mit Öl und Speck kommt drauf. Ich drehe auch noch mal ein bisschen auf, ne? Mhm. Ich kann jetzt Zwiebel und die Hälfte vom Knoblauch dazu. Ne? Ja.
Zwiebel rein. Oh. Das duftet. Das war? Mhm. Gut. Die Käsespätzle sind restlos aufgegessen, was nach dem anstrengenden Tag auch wirklich nötig gewesen ist. Mhm. Wir haben jetzt schon wieder 11:15. Es wird kalt oder ist schon ziemlich kühl. Die Mücken lassen uns auch nicht in Ruhe und deswegen werden wir gleich ins Bett gehen. Wir müssen oder sollten morgen schon ein gutes Stückchen schaffen. Gestern sind wir einfach überhaupt nicht gut vorangekommen. Heute war es schon besser, aber trotzdem bleibt immer noch ein großer Teil der Strecke übrig. Und dass wir das irgendwie auch einigermaßen in der Zeit schaffen, sollten wir morgen gut vorankommen. Und dafür ist es notwendig, dass wir früh aufstehen und einigermaßen fit sind. Auch aus diesem Grunde werden wir jetzt ins Bett gehen. Und in diesem Sinne sagen wir zu euch, Gutes Nächtle. Gute Nacht. Morgen. Morgen. Wir haben Tag 4 und wie gestern Abend schon gesagt, sollten wir heute auf jeden Fall ein gutes Stückchen schaffen. Deswegen sind wir tatsächlich auch früher aufgestanden als normalerweise. Wir haben es geschafft, ja. Dafür sind wir ziemlich müde. Mal gucken, ob wir danach auf dem Fluss trotzdem konzentriert genug sind. Heute Nacht hat es recht viel geregnet. Das war nicht die Feuertaufe, sondern die Regentaufe von unserem Zelt dann auch mal, was super dicht gehalten hat. Das nur schon mal als Feedback. Und ja, ansonsten starten wir genauso in den Tag wie immer. Wir werden gleich einen Kaffee machen, wir werden Müsli essen und uns dann beeilen mit dem Abbauen, dass wir hoffentlich schnell aufs Wasser kommen. Wünschen uns Glück, dass möglichst viel fahrbar ist. Die Karte sagt uns schon, dass wir wahrscheinlich 3-4 Mal mindestens umtragen werden müssen. Da sind ja auf den Satellitenbildern Stromschnellen zu erkennen, die sind auf den Bildern schon so weiß, dass wir uns eigentlich nicht vorstellen können, dass die fahrbar sind. Sehen heftig aus, ja. Deswegen müssen wir natürlich auch heute gestärkt in den Tag starten. Und in diesem Sinne beginnen wir mit dem Kaffee. Jawohl. Ja. Treffen muss man auch. Das Boot ist größtenteils beladen, das liegt noch oben. Fehlen nur noch ein paar Taschen, die wir einräumen müssen. Das ist jetzt hier die nächste Stromschnelle. Also im Grunde geht es ja hier nur geradeaus, alles fahrbar. Hier kommt eine Kurve, aber das ist problemlos fahrbar, da kann nichts passieren.
Vollgas! Vollgas! Wow! Jawohl! Gut gemacht. Das hat Fang gemacht. Ja. Ordentlich Wasser genommen. So, vorne höre ich schon die nächste Stelle. Juhu. Okay, dann lass mal da vorne ganz am Ende in die Bucht rein. Ja. Hier ist es gefährlich, da geht die Hauptströmung unter dem Baum. Ansonsten würde man am besten links fahren, weil hier rechts ist es oft zu flach. Aber ich würde trotzdem, falls wir es gleich fahren sollten, auf jeden Fall auf der rechten Seite fahren und in Kauf nehmen, dass man hier wahrscheinlich ein paar Mal aufläuft, weil das mit dem Baum ist zu gefährlich. Dann kommt hier ein kleines Stück Stillwasser, da würde man dann auch besser reinkommen. Da hinten die nächste. Gut. Okay. So was habe ich gerechnet. Ja, gut. Ja, perfekt. Ja, wieder rechts. Mir war das schon klar, dass wir so viel auflaufen werden. Ja. Aber es war jetzt trotzdem einfacher als eine Umtragung. Auf jeden Fall. Und schneller als Treideln. Ja, auch auf jeden Fall, ja. Und die sichere Variante, weil mit dem Baum... Ja, Ah, Dann gucken wir uns mal das nächste Teil da an. ja. Also, da ungefähr ist eine schmale Stelle, muss an den Felsen vorbei, da die Kurve darüber, hier rüber. Tja, und hier, da würde man aufliegen. Hier will ich nicht vorbei an dem Baum. Also wenn, dann links. Und wir kommen ja von rechts. Ich halte das für schwierig, dann darüber zu kommen. Das Risiko gehen wir nicht ein. Deswegen, yay, umtragen. Sumpf. Auch keine Seltenheit hier. Nur, dass ihr mal so ein ungefähres Verhältnis bekommt. So reine Luftlinie laut GPS, so um die 200 Meter. Und das Zickzack, was man dann immer noch geht, mit einrechnet, wird man wahrscheinlich so auf 250 kommen. Wir hatten auch schon ein paar längere Umtragungen. An sich alles keine weiten Strecken. Nur man darf halt immer das viele Gepäck, man geht ja dann auch hin und her. Im besten Fall geht jeder zweimal. Geht schon ganz schön an die Ausdauer. Vor allem, wenn man das mehrere Tage in Folge macht, und das kommen ja auch noch ein paar Tage. Das darf man nie unterschätzen. Aber die Aussicht entlohnt es einem immer wieder. Es ist echt wunderschön hier. Auf der anderen Seite des Flusses ist der Nationalpark. Der ist auch sehr wild und zu Recht geschützt.
ein paar Meter gefahren. Schon kommt die nächste. Sehr viele Felsen, da geht's weiter. Das sind bei der heftigen Strömung definitiv zu viele Felsen. Da vorne ist extrem verblockt und es geht die ganze Zeit so weiter. Hier das letzte Stück wird wahrscheinlich wieder gehen, dann ist es da wieder verblockt. Also ich würde umtragen, hier auf der Seite, da wieder einwassern und tendenziell links reinfahren. Es ist wieder nur ein ganz kurzes Stück und dann kommt eine der Stellen, die den Satellitenbildern nach am allerheftigsten aussieht. Das heißt, wir werden jetzt wieder nur ein paar Meter paddeln und dann gucken, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das fahrbar ist. Also es ist extrem lang und komplett weiß. Den ganz rechts und den danach ganz links, ne? Ja. Okay. So. Fein gemacht. Gut ist Ruhig, gut. ganz ruhig. Egal wie der Rest aussieht, der Einstieg ist schon nicht fahrbar. Kommt man irgendwo durch. Aber auch der Rest ist definitiv oberhalb unseres Skill-Levels. Also man sieht ja das Gefälle. Das Wasser geht richtig runter hier. Ja. Ja, also Fragen. Vielleicht kann man von hier aus noch mal ein bisschen besser erkennen, wie heftig das tatsächlich ist, der Höhenunterschied. Keine Ahnung, ob der auf der Kamera rüberkommt. Aber man sieht auf jeden Fall die ganzen Steine, die da drin liegen. Und es war jetzt echt ein langes Stück. Und hier vorne geht es jetzt weiter. Die erste kann man auf jeden Fall fahren. Hinter der Kurve kommt noch eine. Die guckt sich die Christine gerade mal an, dass wir wissen, wie weit wir tragen müssen. Also das erste Stück will ich auch noch sagen, geht gut, aber dann kommt eine Linkskurve. Da ist die Strömung auch etwas stärker. Da wird es flach und felsig, könnte man aufsetzen. Hier geht es dann noch mal ein Stück. Dann geht es da unten irgendwo weiter. Das hier ist das Ende des zweiten langen Abschnitts. Und bis hierhin ist er auf jeden Fall fahrbar. Nur hier wird es nochmal schwierig. Da kommt man drüber. Dann kann man allerdings hier hängen bleiben, also Tendenz rechts halten. Und dann zum Schluss diese Stufe. Auf die wird man dann voll drauf fahren. Ist die Frage, ob das Wasser einen rüberdrückt oder nicht. Schwer zu sagen. Hier ist ein Fels. Leider nicht gefangen. Eine große, tote Esche. Auf der anderen Seite hat man es noch mehr gesehen, blaue Flecke. Ich vermute mal, die wird da reingeraten sein und von irgendeinem der Steine erschlagen. Lag hier am Ufer. Sieht auch nicht mehr frisch aus. Aber das wäre ein richtig schöner Fang gewesen. Für eine Esche auf jeden Fall sehr groß. Und beweist, dass man hier welche fangen könnte. Wenn man es denn könnte. Komm rein. Okay. Gut. Sehr gut.
drehen. Sehr gut. Ui. Alles klar. So. Noch besser. Wir drehen uns. Warte. Wir setzen hier nochmal kurz auf. Ja. Okay. Ja. Gut bis hierhin. Ja. Hast du sehr gut gemacht. Ja. Gas. Okay. Vorsicht! Hopp! Hey! Sehr gut gemacht. Guck dir das an, wo wir durchgefahren sind, ja? Das war heftig, ja. Ja. Uhu. Okay, da links bei diesem Felsen in die Lücke. Ja. Dann springe ich noch mal kurz raus gucken. Ja. Na. Auf jeden Fall fahrbar. Größtenteils sehr, sehr gut. Schwierigste Stelle hier. Kommt hier rein und muss dann die Kurve mitnehmen und da durch, weil hier auflaufen ist gefährlich. Aber der Rest ist gut machbar. Oh, ist ein Felsen? So, und jetzt rüber, rechts rüber. Gas. Aufstoppen, aufstoppen. Und drehen links rum. Ich sag doch, der Rest ist einfach. Ja. Oh. Sehr gut. So, und hier lassen wir die Strömung ihre Arbeit machen. Gibt's doch nicht. Paddel so ins Wasser. So. Gut gemacht. So. Ja, ich sehe auch was. Eine Brücke, aber die hängt ja fast im Wasser. Die Brücke versperrt halt voll den Weg. Vielleicht käme man da rechts mit dem Boot, also wenn man das Boot runter durchschieben würde, durch. Und hier ist auch alles total flach. Also am Anfang könnte man noch reinfahren, aber dann wird man sofort hier auflegen, überall. Da kommt man auch nicht durch. Also ich glaube, ich würde das Boot jetzt hier durchtreideln, versuchen da drüben lang und dann gucken, ob wir es entweder da durch die Brücke ganz rechts durchgequetscht bekommen. Ich habe gerade schon mal probiert, die Brücke kann man zumindest ein paar Zentimeter hochheben. Keine Ahnung, ob das reicht. Wenn man sie da drüben nicht hochbekommt, dann könnte man da halt rumheben und direkt hinter der Brücke wieder einsteigen. Ja, das sah von der anderen Seite besser aus. Da kommen wir auf jeden Fall nicht durch. Deswegen werden wir es jetzt hier rechts rüber heben.
Das ist die nächste Stelle hinter der umgestürzten Brücke. Also springen können wir nicht und drunter durchpassen wir auch nicht. Das heißt, hier müssen wir umtragen. Da unten liegt auch schon wieder was quer. Das Seil hängt schon hinten dran, deswegen werden wir es jetzt bis dahin treideln, da wieder rausziehen und wieder umtragen. Da sieht man mal wieder, wie hart die Christine ist. Nimmt mir doch tatsächlich meine Tasche ab. Alles ist umtragen, unsere Kräfte schwinden und die Zeit läuft uns langsam davon. Es ist zwar nicht mehr weit bis dahin, wo wir hin wollten, nämlich über die Grenze, aber wir befürchten, das allerletzte Stück werden wir jetzt heute nicht mehr schaffen. Aber vor allen Dingen müssen wir es davon abhängig machen, ob wir noch irgendwas zum Lagern kommen. Wenn man sich hier umschaut, alles felsig, no way. Deswegen müssen wir jetzt auf jeden Fall noch ein Stück weiter beobachten oder nicht. Okay, da kommen wir vorbei hoffentlich. Kannst du uns irgendwo halten? Ja. Hier geht's noch. Hier ist egal wie man fährt, man wird auf jeden Fall auflaufen. Das ist jetzt von ganz unten, der Rest wird gehen. Das ist halt eine Stelle, wo man definitiv aufläuft. Hier hinter kommt dann nur noch ruhiges Wasser. Die Frage ist nur, ob es hier was zum Lagern gibt. Ich habe auf dem Rückweg noch die Stelle hier entdeckt. Ist jetzt zwar natürlich nicht perfekt. Und drumherum ist halt ganz gut. Ich meine, es wäre wieder kein Feuer hier und wir sind auch noch in Norwegen. Es ist zwar echt nicht mehr weit, aber das Risiko, dass man dann weiterfährt und nichts mehr kommt, ist halt immer groß. Wir werden auf jeden Fall hier irgendwo bleiben. Jetzt hier, wo wir gerade angehalten haben, vor der Stromschnelle. Ich habe eben gesehen, hier oben sind auch noch ein paar Plätze, die vielleicht in Frage kommen würden. Da guckt die Christine jetzt nochmal. Irgendwas werden wir schon finden, sonst nehmen wir zum Schluss das, was ich da gefunden habe. Das Lager ist aufgebaut. Da drüben trocknet noch ein bisschen unsere Neoprenkleidung. Und hier ist der Fluss. Und direkt da gelagert, wo wir auch an Land gegangen sind. Hier war nämlich eine wirklich schöne, ebene Stelle, auf der wir hoffentlich heute Nacht gut schlafen können. Allerdings fängt es immer wieder an zu tröpfeln. Wir werden auf jeden Fall in der Nähe vom Zelt kochen. Dass man schnell im Zelt ist, falls es mal richtig anfängt zu regnen. Als hätte ich es heraufbeschworen. Wir waren noch gar nicht ganz fertig mit Zelt anräumen. Ach, wie man hier, glaube ich, unschwer erkennen kann. Und dann fing es an zu regnen. Jetzt gerade regnet es ein bisschen weniger, aber da kommen immer wieder mal ganz schön heftige Schauer runter. Jetzt müssen wir uns hier drin irgendwie organisieren, dass wir hier kochen können. Na, jetzt hört man es nochmal. Auch wieder mit ordentlich Wind. Wir machen heute asiatische Nudeln in Frühlingszwiebelöl und dafür braucht man eine kleine Portion Frühlingszwiebeln. Die darf ich jetzt schneiden. Wir sehen uns in einer Stunde wieder. So.
Weißes Ende, grünes Ende. Das beiseite. Du näherst dich dem Ende. Wem das Ganze bisher zu gesund ausgesehen hat, keine Sorge, da kommt jetzt noch eine Riesenmenge Öl mit rein, sonst wäre es ja kein Frühlingszwiebelöl. Dann wird das Ganze jetzt gebraten. Okay. Und ich halte mir immer gerne einen kleinen Teil als Topping für später auf. Helle und dunkle Sojasauce, schon zu Hause gemischt und abgefüllt. Normalerweise kommt da Zucker rein, aber wir dachten uns, weil wir den Honig für den Kaffee schon mitschleppen, probieren wir es heute mal mit Honig. Und tut es auf jeden Fall schon mal sehr gut. Fertig eingekocht. Und dann müssen wir ein bisschen aufpassen mit den heißen Sachen. Jetzt müssen wir nur noch den Pfannenwender aus dem Öl holen. Nein. Brauchst du irgendein Tuch oder so? Ja. Okay. Alles nicht so einfach hier drin. Scheint erstmal aufgehört zu haben zu regnen. Nur mal, dass es so bleibt, aber draußen ist jetzt alles nass, deswegen werden wir uns auch nicht mehr raussetzen. Aber wir nutzen das, dass wir hier aufmachen können, dann können wir nämlich gleich die heißen Sachen rausstellen, dann muss man hier drin nicht so aufpassen. Essen werden wir dann aber trotzdem hier drin. Das machen wir aus. Nudeln. Jetzt muss das Ganze vermischt werden. Das dauert ja ewig. Ja. Festhalten. Ah. Ah, shit. Ja. Nein, rettet die Nudeln. Heben wir gleich auf. Ja. Gut. Okay, dann probieren Sie mal als erstes. Sehr lecker. Vielleicht liegt es nur daran, dass ich so einen riesen Hunger habe. Aber ich würde sogar sagen, es schmeckt mit Honig fast noch besser als mit Zucker, oder? Ich würde sagen, das ziehen wir uns jetzt noch rein und dann sprechen wir uns gleich nochmal. Wie man sehen kann, ist es immer noch nicht ganz aufgegessen. Aber das Licht hier drin schwindet langsam. Also es ist noch einigermaßen hell, aber man merkt schon bei der Aufnahme, dass es wahrscheinlich bald nicht mehr möglich ist, eine gute Aufnahme zu machen. Deswegen haben wir gedacht, verabschieden wir uns doch schon mal in die Nacht. Ich könnte eigentlich direkt hier liegen bleiben, müsste ich nicht noch Zähne putzen. Das werden wir natürlich gleich auch noch machen und dann sofort schlafen gehen. Ich habe jetzt gar nicht auf die Uhr geguckt. Sag mal, wie viel Uhr wir haben? Kurz nach 11. Ja, kurz nach 11 wieder. Also wieder eine Nacht mit zu wenig Schlaf. Das heißt, morgen kommt man wieder ein bisschen später raus. Und wir müssen morgen auf jeden Fall irgendwie weiterkommen. Ja, wir sind zwar heute nah an unserem Ziel dran gewesen, nichtsdestotrotz haben wir es nicht ganz geschafft. Auch das müssen wir dann morgen wieder aufholen. Und dann hoffen wir wirklich, dass der Fluss das hält, was er verspricht und dass es ab Schweden dann einfacher wird und wir schneller vorankommen. Das wäre schon sehr, sehr gut.
Wünsche uns Glück und wir sagen gute Nacht. Bis morgen.